Ja, guten Morgen zusammen. Auswahl-Orakel. Ich habe hier zwei Türen, eine rote und eine blaue. Die hat Bernd mir mal gemalt. Und wir gucken einfach mal, was hinter dieser Tür für euch verborgen liegt oder für uns. Vielleicht sieht man auch irgendein Element, das euch eine neue Tür öffnet. Auch das kann sein. Ich bin immer so, dass man die Fragestellung so offen wie möglich hält, denn das, was man hören muss oder soll, das kommt sowieso. Meiner Erfahrung nach zumindest. Heute ist es hier unheimlich laut um mich herum. Ich weiß auch nicht, irgendwie warten die immer, bis ich in meinem Arbeitszimmer bin und dann geht's los. Gut. Manchmal macht es mir nicht so viel aus, manchmal macht es mir mehr aus, das ist unterschiedlich. Aber ja, ich möchte halt jetzt auch konzentriert meine Dinge machen. So, ihr Lieben, ich würde sagen, wir belassen es mal dabei. Ihr dürft eine Tür wählen. Puh. Mir fällt es schwer, ich war erst bei Blau, jetzt bin ich bei Rot. Ich entscheide mich für Rot und wir gucken. Ja, ein gewisses Pendant liegt hier. Die Tür, die sich hier öffnet oder das, was hinter der Tür liegt, mag vielleicht auch ein Gleichgewicht sein. Ne? Die eine Seite ist die, dass man sich vielleicht erholen soll, ausruhen. Man hat irgendwie was erreicht, man hat viel gearbeitet und gleichzeitig braucht man vielleicht auch die Kraft, um hier etwas Neues zu probieren, um auszubrechen, um zu wachsen, um zu lernen. Beides im Gleichgewicht ist wahrscheinlich hier die Botschaft, denn was möchtest du auch voller Energie aus dem Wasser springen, wenn du müde bist, ne? Also eher schon so ein Ding, wo Gleichgewicht gefragt ist. Möglicherweise haben wir hier eine Situation, bei der wir Konflikte haben, vielleicht auch mit Zeitmanagement oder mit anderen Menschen. Denn hier ist es ganz wichtig, wird uns gesagt, dass wir, um die Situation in die Genesung bringen zu können, um die es geht, dass wir den Blickwinkel wechseln und dass wir mal die Situation unseres Gegenübers wieder voller Mitgefühl angucken. Ich weiß, das ist nicht immer leicht, diesen Blickwinkelwechsel zu machen. Ich habe es schon öfters gemacht und ich muss sagen, ich finde es sehr heilsam, weil es statt Wut eben auch Verständnis mitbringt. Hier haben wir die Karte von, es ist eine hohe Lernphase, vielleicht auch gerade im Bezug auf Resonanzbereiche, die man so hat, Triggermomente und möglicherweise auch ein Hinweis, um aus dem Alltag auszubrechen, mal was Neues zu probieren, dass man sich einem Thema widmet, an dem man gern mal was lernen würde. Wir haben den Fliegenpilz hier, träume dich glücklich. Hier hast du im Innern all das verwurzelt, was du brauchst. Der Weg geht auch nach innen, um die Träume ins Licht zu holen, bis du für dich den Weg entdeckt hast. Vielleicht auch so ein bisschen Sinnsuche im Leben, ne? Ausbrechen aus einer Situation, Verwirklichung von Träumen. Und hier haben wir tatsächlich das Thema Fortgehen.
Möglicherweise muss man hier einen Platz verlassen, an dem man lange war, oder tatsächlich auch sich an einen anderen Ort begeben für irgendeine Situation. Die Karte ist auch eine Bestätigung, dass man weiß, dass man irgendwo eine ungute Situation hat. Und man hat das Beste gegeben, um die Zustände zu verändern. Man hat auch den Blickwinkel irgendwo gewechselt, aber wir wissen unterbewusst, und da kommt jetzt dieser Fliegenpilz ins Spiel, ja, dass man für sich besser am Sorgen ist, wenn man hier etwas verlässt, was einem einfach nicht gut tut. Das kann ja eine Sucht sein, das kann eine gewisse Angst sein, die man so nährt. Und hier geht es auch darum, dass man auf dem Weg ist, dass man überhaupt sich auf den Weg macht. Das fängt ja schon im Kopf an, ne? Sich dieses Öffnen für eine andere Sache, einen anderen Weg, ein anderes Ziel. Und fortgehen muss auch jetzt nicht so ganz dramatisch sein, ne? Sondern man sollte sich das so vorstellen, wie die Raupe einen Kokon baut, um dass dann in Ruhe da ein Schmetterling verwandelt wird. Und so kann man diese Veränderungen auch planen, ne? Geht um den Ausbruch aus einer Situation, und es geht darum, dass man auch weiß, dass das gar nichts mehr bringt oder dass es einen eher müde macht als positiv und stark. Dann haben wir hier noch den Baum und den Anker. Da kann es schon darum gehen, dass man sich beruflich neu aufstellt, dass man Wachstum in den Beruf bringt. Hier hatte ich auch wieder so das Gefühl, gleich wo ich es umgedreht habe, dass es einfach um ein Gleichgewicht geht. Hier bist du am Reinpowern, am Arbeiten. Hier fühlst du dich sicher. Andererseits hast du hier natürlich mit dem Baum diese Langeweile auch. Da tut sich lange nichts, dafür ist es beständig. Und so ein kleiner Ausbruch könnte hier nicht schaden. Also es geht auch um Wachstum bei uns, um das Gefühl der Stabilität, das mit einer anderen Qualität einhergeht. Man holt sich praktisch nicht mehr die Kraft daraus von irgendetwas, was mal gedient hat lange Zeit. Ja, cool. Der Kopf denkt, der Bauch lenkt und das Herz weiß. Also, ne? Die Einheit aus Körper, Geist und Seele wird hier irgendwie angezeigt. Ein Gefühl, dass alles wieder rund laufen kann. Und dass man dazu eben auch entsprechende Schritte unternimmt, die eine gewisse Planung auch benötigen. Jetzt bin ich gespannt auf die blaue Tür. Ja, ihr seid geschützt, der Himmel schützt dich, deine Familie, dein Eigentum, deine Lieben, das, was dir wichtig ist. Und gleichzeitig hast du hier auch, dass Hilfe auch noch unterwegs ist. Die kommt von oben. Die planst du vielleicht auch so nicht ein, weil unser Denken immer begrenzt ist, wo irgendetwas herkommen kann. Und hier darfst du dich auch öffnen für alle Möglichkeiten, alles, was hilft, ist in Ordnung, alles. Okay, dann haben wir hier für euch zwei Dinge. Erstens mal habt ihr Erzengel Michael mit an der Seite. Hier geht es darum, dass er euch unterstützt, die Lebensveränderung durchzuführen, die man für die göttliche Aufgabe auch braucht, für seinen eigenen Plan. Und das könnte hier etwas mit jungen Menschen zu tun haben oder mit Kindern, auch mit Wissen weitergeben. Also ein Potenzial, das so in einem schlummert, wo andere, hier vorzugsweise jüngere Menschen, davon profitieren können. Wow. Ihr habt den Klee. Das Glück liegt vor dir. Ne? Es hat viele Formen, so wie auch verschiedene Blätter hier an dem Klee dran sind. Und hier kommt ein Weg, der dir gute Wände bringt, das kleine Glück dir vor die Füße auch wirft sozusagen.
Wir haben die Finanzen bei dir mit dabei. Hier geht es vielleicht darum, dass du dir Gedanken machst, ob du dein Leben finanzieren kannst oder ob eine große Fluktuation in den Finanzen dir etwas nehmen könnte. Ein Ungleichgewicht im finanziellen Bereich möglicherweise oder eine Sache, die eben mit Geld zu tun hat. Und wie definiert man das finanzielle Glück? Ja? Die einen, die haben lieber weniger Geld und eine Arbeit, die sie erfüllt. Die anderen, die haben lieber mehr Geld und knechten sich. Das ist ja immer sehr im Auge des Betrachters. Hier geht es jetzt dennoch um etwas sehr Spezielles. Hier geht es nämlich um deine eigene Lebensreise. Ne? Du wirst ja sehr in Richtung Berufung zurückgeschubst. Dir werden Dinge deines Lebens klar. Es geht ja auch um ein Erbe irgendwo. Das ist ein geistiges Erbe, ein Erbe deiner DNA. Was möchtest du mit deinem Leben machen? Für was bist du da? Wo sind deine Interessen? Wo geht es weiter? Wo brauchst du auch Auszeit irgendwo? Ne? Wo fühlt sich etwas schwer an oder auch mit so einer gewissen Tristesse belegt? Und wo hindert dich das an deinem eigenen Vorankommen? Ne, vielleicht auch so dieser sehr starke Schutzgedanke, ich kann nichts anders machen, weil dann verliere ich irgendwas. Auch das könnte dahinter stehen. Also es geht hier tatsächlich sehr um deine eigene Lebensreise. So, und jetzt kommt der kleine Engel noch und sagt, Wagemut mit Balance. Also wenn du hier etwas veränderst, dann mach keinen Drahtseilakt, sondern überlege dir genau, wo du was für dich umsetzen kannst. Aber setze auch um, ne? Nicht, dass das nur in deinem Kopf bleibt und dich somit hindert oder beschwert, sondern in dem Maß, wie es sich ausbalancieren lässt, auch ein bisschen mutig sein und im kleinen Maß auch zu probieren, würde euch hier gut tun. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.